wir starten. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gedacht, ich fange mal mit 2 Versen an aus Psalm 16. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Und ich fand den Vers einfach schön. Und ich wünsche mir das für mich auch, dass ich sagen kann, es gibt nichts Gutes außer dir. Und ich möchte jetzt noch kurz beten und dann wollen wir ein paar Lieder singen. Jesus, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir dich loben und preisen dürfen jetzt in diesem Gottesdienst, dass wir dich ehren dürfen und dass wir aber auch lernen dürfen, dass wir wachsen dürfen und dass diese Liebe zu dir und diese Sehnsucht auch oder dass diese Verse, die ich gerade gelesen habe, dass die wirklich zu unserem Wunsch werden, dass wir nichts Gutes wollen außer dir und dass du das Beste in unserem Leben wirst. Und ich bete einfach, dass wir darin wachsen dürfen, dass wir das lernen dürfen und dass du diese Sehnsucht auch in uns hineinlegst und uns hilfst, Dinge loszulassen, die vielleicht nicht so gut sind oder überhaupt nicht gut sind. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst in diesem Gottesdienst und ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst und dass du uns groß machst. Also dass wir wir dich als noch größer und herrlicher entdecken dürfen. Bitte segne du die Zeit jetzt, Herr Jesus. Amen. Genau. Ich habe gleich eine Ansage für die ersten 2 Lieder. Wir wollen die zusammen singen. Es gibt eine kleine quasi Pause, aber wir wollen das Lied 7 singen und dann gleich danach im Anschluss das Lied 230. Das heißt erst Lied 7 und dann 230. God.
Ängsten und Sorgen, das kennen wir, die sind, glaube ich, immer wieder da und trotzdem dürfen wir wissen, nein, wir haben einen starken Gott, der ist viel größer, viel mächtiger und passt auf uns auf. Genau. Ich habe den Hinweis, dass die meisten Anliegen hier zu sehen sind. Ein Hinweis, den ich gerne weitergebe, ist das Bibelstudium mit Gebetszeit um 9:30 Uhr und zwar immer vor dem Gottesdienst. Da seid ihr herzlich dazu eingeladen zu kommen. Genau. Ich glaube, sonst gibt es keine anderen wichtigen Anliegen noch. Es gibt keine Jungschau diese Woche. Oh, eine wichtige Ansage. Keine Jungschau diese Woche. Oh, okay. Wir wollen ein Lied singen, und zwar das Lied Nummer 458. Herr, ich sehe deine Welt. 458. Genau. Wir dürfen die Kinder jetzt wegschicken. Nein, die dürfen Zeit mit Marsha verbringen. Und wir freuen uns, dass ihr die Zeit dort haben dürft. Genau. Viel Spaß. Und wir wollen beten. Und ich finde es immer wieder ein Privileg. Ich freue mich da eigentlich jeden Tag so mehr oder weniger drüber, dass ich zu Gott beten darf und die Anliegen ihm bringen darf. Und das wollen wir jetzt machen. Und ihr dürft gerne mir die Anliegen nennen oder alle nennen und dann wollen wir einfach gemeinsam dafür beten.
Deswegen dürft ihr jetzt Anliegen erwähnen. Kids Camp fängt heute an. Kids Camp? Ja. Gesundheit. Danke. Oh, wow. Und für die Kinder, die sind jetzt in Ferien im Urlaub. Und Lukas und Alexander haben heute Geburtstag und morgen Lena, ich glaube, hat Geburtstag. Ja. Und alles Bestens für die Kinder und für die Familie und Gesundheit für uns alle. Schön. Dann lade ich euch jetzt herzlich ein zum Gebet. Vielleicht gibt es auch noch mehr Anliegen. Genau. Aber ich würde beenden. Vater, bitte segne uns heute, dass wir zusammengekommen sind, um etwas aus deinem Wort zu lernen. Vater, ich bete, dass du es alle, die hier sind, segnen und auch die, die zu Hause anschauen. Und Vater, ich bete auch für die, die nicht hier sind wegen Urlaub. Wir wissen, dass mehrere sind. Unterwegs diese Wochenende, bitte segne die und behüte die und gib uns alle Gesundheit. Ich bitte in Jesus Namen. Amen. Jesus, danke dafür, dass wir mit dir leben dürfen. Danke dafür, dass wir nicht diejenigen waren, dass trotz dessen, dass wir nicht diejenigen waren, die dich gesucht haben, dass du uns gesucht hast. Danke dafür, Jesus, dass du uns gerecht gesprochen hast. Das heißt nicht, dass wir gerecht sind, sondern dass du uns gerecht gesprochen hast, weil du unsere Schuld rechtmäßig auf Jesus gelegt hast. Danke dafür, Vater, dass wir jetzt frei vor dir stehen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass wir uns da immer wieder dran erinnern, dass wir uns dran klammern, in den Momenten, in denen wir versucht werden, in den Momenten, wo wir Angst haben, in den Momenten, wo irgendwie wir uns für Sünde oder was auch immer schämen. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, es gibt einen Ort, wo wir sicher sind und wo wir nicht angegriffen werden, weil du uns verteidigst. Danke dafür, Jesus, dass du selber dieses Opfer geworden bist, was die Sünde der Welt weggenommen hat. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns den Mut schenkst, in der nächsten Woche mit Menschen darüber zu reden, weil du unser großer Sieg bist. Und ich möchte dich bitten für das Kids Camp. Ich bitte dich darum, dass die Sachen, die wir vergessen haben und die vielleicht noch nicht vorbereitet sind oder sowas, dass du uns daran erinnerst und dass das noch fertig werden darf, aber dass es uns nicht in erster Linie darum geht, einfach, dass das Programm perfekt ist oder sonst irgendwas, sondern dass du groß gemacht wirst und dass wir mit deinem Geist leben und auf dich vertrauen und wissen, dass du das machen wirst. Danke dafür, dass dir Menschen wichtig sind und dass du Menschen liebst. Hilf uns, die Menschen auch zu lieben. Amen. Ich danke dir auch für Alexandra und Lukas. Danke, dass du sie letztes Jahr geschenkt hast. Danke, dass wir heute den Geburtstag feiern dürfen. Ich möchte einfach bitten, dass du sie immer mehr zu dir ziehst, dass du sie immer mehr zu Menschen nach deinem Herzen machst. Herr, dass sie freiwillig und auch mit Freude sich für dich entscheiden und auch ein Leben mit dir leben möchten. Danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen. Und ich bitte dich einfach darum, dass du ihnen heute auch einen richtig schönen Tag schenkst mit Freunden, mit
mit Menschen um sie herum, die sie lieb haben und es erleben dürfen, wie, ja, dass es schön ist, wenn man Geburtstag hat. Und danke, dass du sie uns geschenkt hast. Amen. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir mit dir leben dürfen. Ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir, wie wir es gesungen haben, geborgen sind in deiner Hand. Und du lässt uns nicht los. Und du bist zu uns gekommen, wo wir dich gar nicht gesucht haben. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns verändern möchtest, dass du uns helfen möchtest, dir ähnlicher zu werden. Was richtig cool ist. Und wir haben es nicht verdient. Trotzdem hast du so viel gegeben. Und ich möchte dich bitten, dass es einfach, ja, dass wir wachsen, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir verändert werden in dein Bild und ja, du uns da dabei hilfst. Und das möchtest du. Und so danke ich dir einfach und möchte dich loben und preisen, weil du so gut bist. So ein Riesengeschenk, dass wir hier uns treffen dürfen in aller Freiheit. Es ist ein Geschenk, dass wir dein Wort haben dürfen, wo wir lernen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir Gemeinschaft haben dürfen unter Geschwistern. Und ich danke dir einfach, dass du uns so viel gibst und so reich beschenkst, dass deine Gnade überfließend ist, dass dein Wunsch, uns zu helfen, so groß ist oder dass du es überhaupt, es ist nicht nur ein Wunsch, du machst es auch. Tag für Tag. Dafür möchte ich dich loben und preisen und dich ehren, Herr. Danke, Vater, auch, dass du bei jedem Einzelnen bist, ob sie unterwegs sind wie Sommers oder auch Lesja mit den Kids. Ich möchte dich bitten, dass du sie bewahrst, da wo sie sind und ihnen hilfst. Ich möchte dich für Lukas und Alexandra bitten, dass du sie segnest in ihrem neuen Lebensjahr, dass du einfach auch an ihren Herzen arbeitest und sie zu dir ziehst. Das bitte ich dich für unsere Kinder hier insgesamt, dass du, dass sie den Wunsch haben, dir zu folgen, eine Sehnsucht haben, eine Liebe zu dir haben und dass du uns als Eltern Weisheit schenkst, wie wir ihnen da helfen dürfen. Ich bete für die Kinder, die heute Nachmittag bei WDL sein werden und den Rest der Woche dort verbringen werden. Ich möchte dich bitten, dass du ihre Herzen aufmachst und bereit machst für dein Wort, für die Gespräche, die sie haben werden, dass sie bei uns Mitarbeitern sehen dürfen, dass wir uns freuen, mit dir unterwegs zu sein und dass wir glücklich sind, mit dir zu leben und dass sie den Wunsch bekommen, genau das auch zu haben. Und nicht nur wegen uns, also nicht wegen uns, sondern wegen dir. Dass sie dich sehen, dass sie jemanden entdecken dürfen, der sie liebt, so wie sie sind und dass sie annimmt und ihnen helfen möchte zur Veränderung. Und ich bete einfach, dass du Wunder tust diese Woche. Ich bete einfach für die, die angeschlagen sind bei WDL oder auch hier, dass du ihnen Gesundheit gibst, dass du sie segnest, dass du Kraft schenkst, dass du Ausdauer schenkst und dass wir bereit sind, wirklich mit der Kraft von dir zu leben und zu wandeln, Herr. Ich danke dir einfach, dass wir auch dein Wort jetzt hören dürfen. Ich bitte dich für Michael, dass du ihn segnest in der Verkündigung, dass du ihm Weisheit schenkst, was er uns sagen soll und wird. Ich bete für uns und unsere Herzen, dass wir offen sind für dein Wort und hören und auch bereit sind, wirklich Schritte zu gehen und uns verändern zu lassen. So bitte ich einfach um deinen Segen nochmal für diesen Gottesdienst und möchte dafür danken. Amen. Wir hören die Predigt. Dritter Mose 26. Dritter Mose 26. Wir werden den ganzen Text heute nicht im Voraus lesen. Das ist
so ziemlich lang, also 46 Versen. So lasst uns zuerst beten und dann fangen wir an mit Vers 1. Vater, bitte segne uns, als wir schauen auf diese Stelle im 3. Mose, was für uns mal ein bisschen schwierig ist zu verstehen, der Zusammenhang zwischen dieser Stelle und anderen Teilen der Bibel. Bitte hilf uns, das zu verstehen und auch zu verstehen, was es bedeutet für uns heute. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Es ist sehr wichtig, wenn wir gehen durch die Bibel, dass wir verstehen den Zusammenhang zwischen verschiedenen Stellen und an wem wurde eine bestimmte Stelle geschrieben, warum. Solche Fragen sind sehr wichtig. In der Zeit, es gab etwas, was sehr oft gemacht wurde. Es gibt zum Beispiel einen großen König und es gibt einen anderen König, die so unter ihm getan sind, die erobert hat. Und so, er macht einen Bund mit ihm. Und dieses Bund ist ein sehr wichtiges Dokument, also wie ein Vertrag. Und in dieses Bund, es wird gesagt, was getan werden soll. Und dann am Ende von dieses Bund, es gibt immer dann ein Teil von dieses Bund, wo es gibt Segnungen und Fluch. Also Segnungen, wenn du das machst, was in dem Bund steht, und Fluch, wenn du das nicht machst, was darin steht. So denke an, also du bist nicht der große König, sondern du bist ein Kleinen darunter. Und es steht in dem Bund, dass du solltest, also jedes Jahr, eine bestimmte Menge Getreide schicken an den großen König. Okay, wenn du das machst, dann es gibt Segnungen. Und das wird der König für dich tun. Aber wenn du das nicht machst, es ist auch vorgeschrieben, er wird genau diese bestimmte Sachen tun. Und so, es war keine Überraschung, wenn irgendwelche König so 10 Jahre oder so nach diesem Bund sagt, ich habe genug mit das, ich schicke die Getreide nicht mehr. Es war dann keine Überraschung, wenn der große König kommt mit seiner Armee und fordert etwas von dem, wie es steht in dem Bund. So, was hat das mit dieser Stelle zu tun? Also, denke, Gott ist der große König. Und er hat einen Bund mit Israel gemacht. Und dieses Bund wurde geschrieben in den gleichen Stil, wie üblich war zu der Zeit für einen Bund zwischen einem großen König und ein anderes Volk, der ihm untertan waren. Und das ist der Grund, warum wir nennen die Bundeslade. Weil was wurde gemacht mit dem Bund, wenn es geschrieben wurde? Es wurde in ein Gefäß gemacht, damit es gehalten werden kann, so dass in der Zukunft, wenn jemand fragt, was soll getan werden, wenn etwas nicht richtig gemacht wurde, man kann dann da drin gucken, schauen in den Bund und lesen und wissen, dass es was gemacht wurde. Und so wir wissen, da waren nur wenige Sachen, die gehalten wurden in den Bundeslade. Und eine von denen war den Bund selbst, also eine Kopie davon. Sie mussten es nicht wirklich daraus nehmen, weil sie haben also mehr als nur eine Kopie gehabt. Und so die wussten, was da drin war, und es war sehr wichtig. Also 3. Mose ist insgesamt ein Teil von dieses Bund. Und so wir kommen zu 26 und wir sind fast am Ende von dem ganzen Buch und wir haben nun die Segnungen und den Fluch. Die Segnungen, wenn Israel tut das, was Gott vorgeschrieben hat, dass sie tun soll, und den Fluch, wenn sie das nicht tut. Und so, es war keine Überraschung, wenn viele Jahre später, wenn Gott sagt zu Israel, er hat meinen Bund nicht gehalten,
so will es das und das und das tun. Sie mussten einfach zurückgucken und schauen in das Buch 3. Mose und die können sehen, ja, steht so. Genau wie der Herr das jetzt macht. Es wurde uns im Voraus gesagt. Warum haben wir das also missgeachtet? Denn es wurde im Voraus gesagt, was passieren wird. So, nun Vers 1. Ihr sollt keine Götzen machen, ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten und keine Steine mit Bildwerk in euer Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft, denn ich, der Herr, bin euer Gott, halte meine Sabbate und fürchtet mein Heiligtum, ich bin der Herr. So, an dieser Stelle, es beginnt mit einer Wiederholung von nicht alle Gebote, sondern die am wichtigsten. Im Neuen Testament wurde Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Und er hat dann zitiert 5. Mose 6, Vers 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese beiden Versen hier in 3. Mose sind im Wesentlichen eine praktische Formulierung des größten Gebots. Das größte Gebot, du sollst den Gott lieben. Und hier steht, du sollst keine anderen Götzen machen. Warum? Weil du liebst Gott. Und so man sieht, das ist den Inhalt, wo es ganz anders formuliert ist. Es ist eigentlich dasselbe. Es ist auch vergleichbar mit 3 der ersten 4 der 10 Gebote. Der erste Gebot, 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine andere Götter neben mir haben. Und dann das 3. Gebot, die 2. Gebot, in Vers 3, steht, du sollst dir kein Bildnis noch irgendeine Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht ein und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also in dieses 2. Gebot, man sieht ein bisschen von dieser Fluch und Segen. Also was wird passieren, wenn du das machst und was wird passieren, wenn du das nicht machst. Und dann dazu das 4. Gebot, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Und so hier in 3. Mose, also es steht, ihr sollt keine Götzen machen, keinen Stein mit Bildwerk in euer Land aufstellen und halte meine Sabbate und fürchtet mein Heiligtum, ich bin der Herr. Und das steht eigentlich zweimal. Zum ersten, ich, der Herr, bin euer Gott. So, er ist der große König, der regiert über das Volk Israel und die sollen dieses tun, diese Sachen tun. Und was wir haben hier ist den Vertrag, der das alles erklärt, auch mit dem Segen und Fluch, wenn sie das nicht tut. So, in Vers 3, es fängt an mit dem Segen. Also Gehorsam bringt Segen. Vers 3, wenn ihr nun in meine Satzungen wandelt und meine Gebote befolgt und sie tut, so will es euch Regen geben zu seiner Zeit und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Feld sollen ihre Früchte bringen. Also das erste Segen war Versorgung. Gott wird die Regen geben,
ausreichender Ertrag, also damit sie also nicht verhungern werden. In Vers 5 steht, und die Dresszeit wird bei euch reichen bis zur Weinlese und die Weinlese bis zur Saatzeit und ihr werdet euch von eurem Land essen und so sicher wohnen in eurem Land. Also nicht nur Ertrag, es war auch genug, dass sie könnte durch das ganze Jahr genug haben zu essen. Also das war ein Versprechen, ein Segen von Gott, wenn sie die Gebote hält. Vers 10, und ihr werdet von den Vorjährigen essen und das Vorjährige wegen des Neuen wegtun müssen. Also es war ausreichende Früchte, ausreichender Ertrag. Also so viel, dass sie mussten Teile von das vom letzten Jahr wegwerfen, damit sie das Frische essen kann. Also ich verstehe das ein bisschen. Also ich bin einer, der gern also Brombeeren hat im Garten und wir machen von den Brombeeren manche Sachen, also Marmelade, aber auch ein paar andere Sachen. Und letztes Jahr, wir haben sehr gute Ertrag gehabt und so in unserem Keller, es gibt mindestens noch 20 Gläser von Marmelade oder Jelly von den Brombeeren. Also eigentlich, wir werden die nicht wegwerfen. Also, weil die sind noch gut. Wir werden die weiterhin essen und werden andere Sachen tun mit den neuen Brombeeren. Aber wenn man so viel hat, dass man das nicht alles essen kann, vor der nächsten Ernte kommt, das ist ein Segen. Also, unsere Eltern hatten uns alle erklärt, man sollte also essen, also nicht wegwerfen, denn es gibt also Leute in anderen Teilen der Welt, die nichts haben. Und so, wir sollen alles aufessen, aber denke an eine Zeit, wenn Gott dir so viel gibt, dass du könntest es nicht alles essen und könntest es nicht alles weggeben. Und du musst Teile davon wegwerfen. Oh, er hat dir so viel gesegnet. Das ist, was versprochen wurde für Israel. Vers 6. Denn es will Frieden geben im Land, dass ihr wohl schlaft und euch niemand erschreckt. Es will auch die bösen Tiere aus eurem Land vertreiben und es soll kein Schwert über euer Land kommen. Ihr werdet eure Feinde jagen, dass sie vor euch her durchs Schwert fallen. 5 von euch werden 100 jagen und 100 von euch werden 10.000 jagen und eure Feinde werden vor euch her durchs Schwert fallen. So den zweiten Segen ist Frieden. Der erste war Versorgung, jetzt gibt es auch Frieden. Und da sie Frieden haben, können sie ruhig schlafen. Niemand würde sie erschrecken. Bösen Tiere wird nicht geben. Also wir wissen ein bisschen von was für bösen Tieren es gab zu der Zeit. Also Wölfe und Löwen waren da. Aber wir lesen auch von Hörnern, die in dem Land waren, die Kananiter weggetrieben haben. Also Gott wird das sichern, dass böse Tiere werden nicht da sein. Und kein Schwert würde über sie kommen. Also die erste Segen war Versorgung. Man könnte das nennen Dasein. Und jetzt Frieden. Die sind nicht nur da, die sind auch wohl. So er hat auch versprochen, Wohlsein. Vers 9, und es will mich zu euch winden und euch fruchtbar machen und mehren und meinen Bund mit euch aufrecht halten. Also das ist vervielfachtes Bevölkerungswachstum. Dann Vers 11, ich will meine Wohnung in eurer Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich, der Herr, bin euer Gott.
der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Jokes zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Das dritte Segen ist Gemeinschaft mit Gott, und wir können das nennen Beisein. Also erst da sein, Wohlsein, und er wird immer dabei sein. Das war eigentlich ein Teil der Thema vom letzten Sonntag, aus 1. Johannes, als Joni hat gepredigt. Da steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und auch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in Licht wandeln, wie er in Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesus Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Da haben wir auch die Segen und Fluch. So, wenn wir mit ihm wandeln, dann er wird bei uns sein. Und wir werden wissen, dass er bei uns sein. Er wird unser Gott sein. Wir werden sein Volk sein. Also das ist die Segen. Aber wenn wir ihn verlassen und nicht mehr wandeln, nach seinem Wort, was er vorgeschrieben hat, dann die Segen wird abgenommen. Und statt Segen, dann wird es Fluch geben. So Ungehorsam bringt Fluch. Vers 14. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzungen missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, so will auch ich euch dies tun. Ich will Schrecken, Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, so dass die Augen matt werden und die Seele versmattet. Ihr werdet euren Samen vergeblich aufsehen, und eure Feinde sollen das Gesäte essen. Und ich will mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet, und die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand jagt. Also, was war Gottes Wille für Israel? Dass sie ihn liebt und dass sie gesegnet werden. Manchmal wir lesen das und wir sagen, wie kann Gott sagen, dass er wird das alles tun? Das klingt wirklich böse. Und die sehen dann einen bösen Gott. Aber in Wirklichkeit, wer entscheidet, ob sie bekommt die Segen oder den Fluch? Es ist nicht Gott, der das entscheidet. Er hat nur vorgeschrieben, was die Segnungen und Fluch sein werden. Und wenn die Leute sein Wort missachtet, das ist zu sagen, wir verlassen den Segen und wir wandeln dann nicht in der Licht, sondern in der Finsternis. Und was ist in der Finsternis? Fluch ist da. Und so die Entscheidung ist nicht eigentlich Gottes Entscheidung. Eigentlich, wenn Gott sagt, nach mehreren Jahren, und er sagt, ja, ich weiß, dass ich das gesagt habe, dass ich würde euch also alle diese Fluchen geben, aber also ich bin also ein sehr netter Gott, ich werde das einfach nicht machen. Das würde heißen, dass Gott ist dann ungerecht, weil er gesagt hat, dass er machen würde, und er dann das nicht tut. So war es auch mit Adam und Eva im Garten von Eden. Gott hat gesagt, also wenn ihr isst davon, du musst sterben. Und so das heißt, also es gibt eine Folge für Sünde. Und Gott muss die Folge also ausüben. Er kann nicht einfach sagen, ich mache das ab, also mach was ihr wollt. Das kann er nicht tun, denn er ist Gott und er kann nicht lügen, und was er gesagt hat, also es muss vorgebracht werden.
Und so, er hat seinen Sohn gesandt als seinen Ersatz, genau wie er gemacht hat im Garten von Eden. Also da gibt es einen Lohn der Sünde, es muss bezahlt werden. Und so Gott hat in dem Fall ein Tier vorbereitet und dann er hat später seinen eigenen Sohn gesandt, der den Fluch für uns genommen hat, damit wir befreit werden können davon. So, was ist der Fluch dann? Also statt Versorgung, Frieden und Gemeinschaft mit Gott hatten sie dann Not, Angst und Feindschaft mit Gott. Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Also folge ihm nach, dann kriegst du Segen. Folge ihm nicht nach, also dann bist du in den Finsternis und dann bist du getrennt von ihm. Diese Flüche sollten als Züchtigung betrachtet werden, deren Zweck ist, sie zu Gott zurückzubringen. So, wenn wir lesen über alle diese Sachen, also wenn du ihm nicht nachfolgst, du wirst unter alle diese Fluch leiden. Welches Zweck gibt es? Es ist wie eine Züchtigung, eine Zurechtweisung. Was ist der Zweck von Zurechtweisung? Damit man wieder wandelt, wie man wandeln soll. Und wir sollen das auch sehen hier, dass Gott macht es nicht, weil er hat Israel gehasst, sondern er macht es aus Liebe, damit er sie zurückbringt zu ihm. Hebräer 12, Vers 4 bis 7, es steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das für euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und versage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den sucht er, und er pflegt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? So Gott hat gesagt, er würde also diese bestimmten Sachen tun. Dann, wir merken aber in Vers 18, dass es gibt eine Gelegenheit, dass sie wurden trotz das, was Gott tut, nicht ändern. Der Zweck der Züchtigung ist, dass sie sich ändern würde. Und ich muss sagen, dass als Eltern, ich habe gemerkt, dass manchmal, wenn man versucht, die Kinder zurechtzuweisen, wenn es fertig ist, die gehen zurück und machen genau dasselbe, was sie vorher getan hat. Und so Gott hat eigentlich schon in 3. Mose geschrieben, was er tun würde, wenn sie weiterhin das macht. Und so bei Bedarf wird eine 7-fach Züchtigung erteilt. Den ersten, was gesagt wurde, den ersten Fluch, man kann versuchen, das so zu teilen, damit man sieht, den Zahl 7 auch da drin. Aber hier es steht eine, also 7-fach Züchtigung wird erteilt, eine weitere. Und das heißt wahrscheinlich, dass die erste war schon eine 7-fach Züchtigung. Und Vers 18 steht, wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht. So, er hat Hoffnung noch nicht abgegeben, denn er sagt, wenn ihr dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch 7-mal mehr bestrafen, eure Sünden willen, und ich will euer Herzenstolz brechen. Ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz,
dass eure Kraft sich vergeblich verbraucht und euer Land seinen Ertrag nicht gibt und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht bringen. In diesem Urteil wird Gottes Vorsorge aufgehoben. Zurück zu Hebräer 12, und Vers 8 steht, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unerst und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere lieblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, sollten wir uns das nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben. Denn jene haben uns für wenige Tage gesüstet, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seine Heiligkeit teilhaftig werden. Also Gott hat dies schon 7-mal bestraft, die haben das missgeachtet und so kommt nochmal eine 7-fache Bestrafung oder Züchtigung. Und dann bei Bedarf wird dann noch eine 7-fache Züchtigung erteilt. Vers 21. Wenn ihr euch mir aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch noch 7-mal mehr schlagen, entsprechend eurer Sünden. Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen euch eure Kinder berauben und euer Vieh ausrotten und eure Zahl mindern und eure Straßen sollen öde werden. In diesem Urteil wird Frieden aufgehoben. Hebräer 12 von Vers 11. Es steht alle Züchtigung, aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen sie durch sie geübt sind. So, wir sollen nicht vergessen, wir sind schon bei den dritten 7-fachen Züchtigung. Und was ist der Grund dafür? Es ist immer noch, damit sie sich freuen werden, zurück zu ihm kehren. Und was passiert dann dieses Mal? Sie ändert sich nicht. Bei Bedarf wird noch eine 7-fache Züchtigung erteilt. Vers 23. Wenn ihr euch aber dadurch noch nicht von mir züchtigen lässt, sondern euch mir widersetzt, so will auch ich mich euch widersetzen und euch 7-fach schlagen eure Sünden willen. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, das die Bundeswache vollzieht. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, dann werdet 10 Frauen euer Brot in einem Ofen backen und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Also Gott hat immer noch nicht aufgegeben. 2. Petrus 3,9, es steht, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmutig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn wir lesen im Alten Testament, wir gehen durch die Buße von Samuel und dann die Könige, und wir denken manchmal, warum hat Gott so viele Jahre nicht getan? Warum hat er sie nicht gesuchtet? Aber dann wir schauen genauer dazu und wir finden, dass ja, in Wirklichkeit, es gibt eine Züchtigung nacheinander. In das Buch Richter
sie wird gesustet, die kehren zurück und dann die Segen sind wieder da und dann sie gehen weg nochmals, sie wird gesustet, sie kehren um. Also es ist so ein Zyklus durch die Buch Richter. Wenn wir kommen dann zu dem Buch Könige, also Gott hat also immer Langmut bis also mehrere hundert Jahren und dann endlich. Wir können lesen zum Beispiel im Buch Amos, im Buch Jeremia. Wir sehen, dass endlich Gott sagt, okay, das reicht. Die Siebenfach-Züchtigung hat nichts gewirkt. Die zweite Siebenfach-Züchtigung hat nichts gewirkt. Die dritte Siebenfach-Züchtigung hat nichts gewirkt. Und endlich sagt er, das reicht. Vers 27, wir finden, dass bei Bedarf wird eine vierte oder vielleicht fünfte, je nachdem man das rechnet, Siebenfach-Züchtigung erteilt. Wenn ihr euch aber auch dadurch noch nicht im Gehorsam gegen mir bringen lässt, sondern euch mir widersetzt, so will ich mich auch euch im Grimm widersetzen. Ja, ich werde euch siebenfach strafen um eure Sünden willen. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Und ich will euer Hören vertilgen und eure Sonnensäulen abhauen und eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen und meine Seele wird euch verabscheuen. Und ich will eure Städte zu Ruinen machen und eure heiligen Städte verwüsten und euer lieblichen Geruch nicht mehr riechen. Und ich will das Land verwüsten, sodass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert unter euch herziehen, sodass euer Land zu Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Frieden seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Und die übriggebliebenen von euch will ich das Herz versagt machen in den Ländern ihrer Feinde, so dass das Ratson eines verwehten Blattes sie jagen wird. Und sie werden davon fliegen, als jagen sie ein Schwert und fallen, ohne dass sie jemand verfolgt. Und sie sollen einer über den anderen fallen, wie vor dem Schwert, und gleich sie niemand jagt. Und ihr werdet von euren Feinden nicht anhalten können, sondern ihr werdet unter den Heidenvölkern umkommen. Und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die übriggebliebenen von euch, die sollen wegen ihrer Schuld dahin zwischen in den Ländern eurer Feinde und auch wegen der Schuld ihrer Väter sollen sie mit ihm dahin schwinden. Also wir können gehen, wie es schon gesagt hat, zum Buch Jeremia und wir finden, dass genau was hier in diesem Text steht, ist, was Jeremia sagt, passieren würde. Also für jedes Sabbatjahr, die sie nicht dem Gesetz gehalten haben, also sie haben es nicht gefeiert, für jeden von denen, sie waren ein Jahr in Gefangenschaft geblieben. Insgesamt 70 Jahren. Ich finde es sehr interessant, dass hier in dieser Stelle, also das Wort Siebenfach-Züchtigung, also das ist schon viermal hier. Und es, wie es schon gesagt hat, die erste Züchtigung könnte, also der erste von der Reihe von Siebenfach, das wurde dann also insgesamt 5 siebenfache Züchtigungen. Und wenn wir kommen zu das Buch Offenbarung, etwas, was jeder, der das studiert hat, merkt, dass es geht 7 von Eckeverse-Züchtigung und dann 7 von noch Eckeverse-Züchtigung und dann 7 von noch
irgendwelche mindestens 3, noch keine andere. Es gibt die Zornzahlen, die Posaunen und ich vergesse, wie die anderen heißen auf Deutsch. Aber also diese 7-fache Züchtigung, und warum sind sie da? Weil in dem Bund steht, dass es wird so sein. Und was ist der Folge von all dieser Züchtigung? Also schließlich werden die Gerichte die erwartete Wirkung haben, da Israel sich von seiner Sünde zu Gott wenden wird. Also manche von die 7-fache Züchtigung, die wir lesen in 3. Mose, sind wahrscheinlich erfüllt genau durch die 7-fache Züchtigung in das Buch Offenbarung. Und was wird das Ende davon sein? Das Ende ist, dass Israel wird endlich zu Gott kehren. Also eigentlich am Ende der Trübsal. Vers 40 steht, dann werden sie ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter bekennen, samt ihrer Untreue, die sie gegen mich begangen haben, und dass sie sich mir widersetzen. Weswegen auch ich mich ihnen widersetze und sie in das Land ihrer Feinde brachte. Und wenn sie dann ihr unbeschnittenes Herz demutigt, soll es sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken und auch an meinen Bund mit Isaac und auch an meinen Bund mit Abraham, und ich will an das Land gedenken. Wir werden die Zeit nicht heute nehmen, also zum Beispiel zum Buch Sacharja zu gehen. Paulus redet auch darüber in Römer 11, wo er sagt, dass so wird ganz Israel errettet werden. Sacharja macht es deutlich, dass vor Israel errettet wird, 2/3 von der Bevölkerung werden umkommen. Nur 1/3 von der ganzen Bevölkerung wird am Leben sein, am Ende der Trübsal. Aber es steht über die, dass sie sind durch den Feuer gegangen und sie sind aus der anderen Seite rausgekommen, rein. Und Gott wird dann sagen, das ist mein Volk. Und sie wird sagen, das ist mein Gott. Denn das ist eigentlich, was sie hätten machen sollen, ganz früher, nach dem Gesetz gegeben wurden. Aber da sie seine Gebote missgeachtet haben, sind sie für tausende Jahre unter dem Fluch. Aber endlich wird es die Auswirkung haben, die es gesagt wird, hier war das Ziel für das. Und das ist, dass sie wird dann sein Volk sein. Und das lesen wir am Ende, Vers 43. Aber das Land wird von ihnen verlassen sein, um seine Sabbate zu genießen, indem es ohne sie verwüstet liegt. Sie aber werden ihre Schuld büßen, eben deshalb, weil sie meine Rechtsbestimmungen missachtet haben und ihre Seele meine Satzungen verabscheut hat. Jedoch, auch wenn sie im Land der Feinde sein werden, so will ich sie nicht so verwerfen und sie nicht so verabscheuen, dass ich ein Ende mit ihnen mache oder meinen Bund mit ihnen breche, denn ich, der Herr, bin ihr Gott, und ich will zu ihren Gunsten an meinen ersten Bund gedenken, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, vor den Augen der Heidenvölker, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Satzungen, die Rechtsbestimmungen und Gesetze, die der Herr auf den Berg Sinai durch den Hand Mose gegeben hat, damit sie zwischen ihm und den Kindern Israels bestehen sollten. Was lernen wir von das? Sünde hat immer eine Folge. Gott hat uns sein Wort gegeben. Und hat seinen Sohn gesandt. Und sein Sohn war hier auf Erde und hat auch
viel zu uns gesagt. Und unter das, was gesagt wurde, ist, dass wir sollen den Gott, unseren Herrn, lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unseren ganzen Seelen, also mit unserem ganzen Denken. Und wenn wir das machen, was kriegen wir dafür? Segen. Johannes 10, Vers 10, er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben haben könnte und dass ihr das in Überfluss haben werden. Also Segen, wenn wir sein Wort folgen. Wenn wir das aber nicht machen und wir wandeln in der Finsternis, dann den Weisheit, die er versprochen hat, wir verlieren das. Und wir werden wirklich denken, wir sind von ihm verlassen. Wenn in Wirklichkeit er ist immer noch da. Er wartet nur, dass wir umkehren, damit wir wieder unter seinen Segen leben können. Also können wir unseren Heil verlieren? Nein. Auch wie Israel könnte seine Versprechungen nicht verlieren. Ein Teil von den Versprechungen waren, das, was geschehen würde, wenn sie das nicht tut, was er vorgeschrieben hat. So seine Versprechungen, auch während der ganzen Zeit der Züchtigung, sind aufgehoben. Und es ist auch so für uns. Also wir werden den Heil nicht verlieren, aber Gemeinschaft mit Gott können wir verlieren. Und dann leben wir nicht unter den Segen, unter denen wir leben sollen als Christen, sondern wir werden leben, als ob die Segen nicht gibt, weil wir haben die missachtet. Und wer ist schuldig dafür? Nicht Gott. Er hat nur gesagt, was er tun wird, wenn wir sein Wort missachtet. Oder wenn wir das halten. Und dann wird Segen. So die Entscheidung ist unsere. Ob wir gesegnet sein werden oder verflucht sein werden. Die Entscheidung ist nicht Gottes Entscheidung, es ist unsere. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, was dieses Bild, die wir finden hier im Alten Testament, hat mit uns heute zu tun. Dass du hast nicht irgendwann entschieden, dein Wort nicht zu halten, sondern du hältst es immer. Und das, was wir sehen mit Israel, dass wir können viel davon lernen und können auch lernen, dass du erwartest Treue von uns, wie du das von ihm auch erwartet hast. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Zunächst singen wir Lied 350. Er bleibt bei mir.